Hallo meine Lieben, ich hatte euch ja vor einer Weile gezeigt, was ihr alles mit dem Plotter machen könnt und habe euch aber auch versprochen, dass ich noch weitere Videos machen werde, wo ich euch Beispiele zu den einzelnen Sachen zeigen werde. Und genau das mache ich heute. Eines davon, nämlich die Tasse, das heißt, wie ihr eine Vinylfolie auf eine Tasse auftragen könnt und wie das Ganze funktioniert, das zeige ich euch gleich. Bevor ich das Design auf dem Plotter mache, gucke ich jeweils, wie groß die Fläche ist, wo ich das anbringen kann, jetzt bei meiner Tasse. Und kleiner Tipp, es geht einfacher, wenn ihr eine gerade oder ebene Fläche habt. Ich gucke da jeweils so, wie hoch und breit mein Design sein kann. Ich würde jetzt hier auf 7 cm gehen, weil ich versuche immer oben nicht ganz an den Rand zu kommen, weil man hat ja dann auch die Lippen an der Tasse und ja, da will man jetzt nicht unbedingt auf diesen Vinylkleber drauf kommen. Ihr könnt auch gucken, je nachdem für denjenigen, den die Tasse ist, ob der Rechts- oder Linkshänder ist. Das heißt, ob das Design auf der Seite oder auf der Seite sein soll. Oder eine andere Möglichkeit ist natürlich auch, dass ihr das hier habt. Ich würde Vinylfolie ganz ehrlich gesagt nie irgendwo anbringen, wo Essen oder Getränke, also irgendwelche Nahrungsmittel direkt drankommen. Also nicht auf die Innenseite von einem Teller oder so. Eben hier, ne? Einerseits höher 7 cm und dann in der Breite würde ich so maximal auf 9 gehen, damit man das ganze Design von einer Seite auch sieht. Das heißt, ich nehme hier 7 mal 9 cm und dann schneide ich mir von der Vinylfolie, die ich haben möchte, schneide ich mir ein Stück zurecht, das 1 cm größer ist. Hier habe ich in dem Fall jetzt geschnitten 8 cm auf 10 cm. Die Vinylfolie gibt es auch echt in extrem vielen Farben. Ihr seht hier eine Auswahl da, wo ich die bestelle. Ich mache euch den Link auf jeden Fall rein. Die ich jetzt hier verwendet habe, ist diese Olympic Blue. Aber eben, ihr seht eine Gelbtöne, Rottöne, rosa, lila, auch in die Grautöne rein. Da gibt es echt viel Auswahl. Bevor wir jetzt aber das Ganze natürlich übertragen können, müssen wir die Schneidevorlage machen und dafür gehen wir an den PC. Also, wenn ihr den Canvas geöffnet habt, könnt ihr erstmal ein Viereck einfügen und das dann auf die Größe einstellen, wie ihr, was ihr vorher gemessen habt. Da hatte ich die 9 cm mal, und dann muss man hier das Seitenverhältnis beibehalten, rausnehmen. Und in der Höhe waren das 70 cm. Also 7 cm, sorry. So ist richtig. So, und jetzt weiß ich, okay, das ist die Größe, was es mir plotten soll oder die Größe, die ich zur Verfügung habe. Und jetzt gebe ich hier einen Text ein. Ich höre nur. Und dann nochmal ein Text. Me. Nochmal ein Text. Me. Und nochmal einen Text. Me. So. Und diese 4 Texte markiere ich jetzt, indem ich die Shift-Taste drücke und also das erste und das letzte markieren. Dann markiert es mir die alle. Und dann gehe ich hier auf die Eigenschaften und suche mir die Schrift aus, die ich gerne hätte. Und wundert euch nicht, wenn ihr die Schriften nicht habt, die ich hier habe. Ich habe da noch zusätzliche hinzugefügt. Nehmt einfach das, was euch am besten gefällt und was ihr auch habt.
Damit ihr die ein bisschen besser seht, könnt ihr da auch Farbe drauf geben. So. Und jetzt ist es natürlich alles viel zu groß. Das heißt, ich kann hier einfach die Ecke nehmen und die Größe skalieren. Und dann kann ich den Bildschirm ein bisschen größer machen, damit ich auch sehe, wo ich arbeite. So. Jetzt passe ich das einfach so an, wie es mir dann am besten gefällt. Das ist das, wie ich das will, dass es aussieht. Und dann kann ich hier die Box eigentlich wieder löschen. So, und jetzt gucke ich jeweils, ich weiß, auf meinem Arbeitsplatz, wenn ich dann die Platte einlege, sind das hier 3 Reihen runter. Ich gucke mir mal so diese Reihen an, diese gepünkelten Striche. Also 3 nach unten und 1, 2, 3, 4 nach rechts. Und da müsste dann die Vinylfolie drauf liegen, damit ich das richtig schneiden kann. Es ist alles auf Schneiden gesetzt, von dem her passt es. Und dann müsstet ihr natürlich euren Plotter gestartet haben und ich habe den übers WLAN verbunden. Von dem her kann ich jetzt einfach sagen, hier, übertragen und der hat es jetzt auf den Plotter übertragen. So, und wenn ihr das Ganze dann ans Internet übergeben habt, könnt ihr hier auf Home gehen, unter den Mustern das hier abrufen und dann seht ihr, was ihr hier übergeben habt. Dann könnt ihr sagen, okay. Jetzt, bevor ich natürlich schneide, muss ich das Messer richtig einstellen. So nehme ich das Messer hier raus. Ich mache es immer so, ich habe am Anfang, als das Messer noch frisch war, habe ich Vinylfolie immer mit einer 2 geschnitten und das definiert, wie weit hier das Messer rauskommt. Und mittlerweile ist das Messer nicht mehr ganz so frisch, deshalb gehe ich mit ein bisschen über die 2 hinaus, mache das Messer hier wieder rein. Dann müssen wir hier noch die Vinylfolie auf die Arbeitsfläche packen. Und da hatte ich gesagt, diese 1, 2, 3 und dann 1, 2, 3, 4 Felder, die wir vorhin auf dem PC gesehen haben, genau da packe ich das jetzt hin. So. Und dann lade ich die Matte in den Plotter rein. Und wenn ihr das macht, dann müsst ihr einfach gucken, dass ihr, also bevor ihr hier auf diesen Knopf drückt, müsst ihr einfach gucken, dass ihr hinten genug Platz habt, dass die Matte dann auch raus kann. So, die Matte ist jetzt drin und jetzt kann ich dem eigentlich sagen, schneiden. Der berechnet euch, wie viel Zeit er dafür braucht. Das sind 2 Minuten hier. Und jetzt kann ich sagen, ja, leg los. Und wenn er fertig ist, sagt er mir das auch, dann sage ich okay. Und dann sage ich ihm, gib mir die Matte wieder raus. So, und dann können wir den Plotter schon wieder wegräumen. Und das, was wir geplottet haben, von der Arbeitsfläche lösen. So, und wenn ihr euch das so ein bisschen schräg drüber anguckt, dann seht ihr, dass er das überall geschnitten hat, vorne, aber hinten nicht. Also hinten ist die Fläche noch ganz. So, und was ich jetzt machen muss, ist effektiv alles von diesem Blauen, was nicht zum Schriftzug dazugehört, muss ich lösen. Und da gibt es hier so ein wunderbares Tool, so eine ganz spitze
Nadel quasi, die hier dran ist. Und das Ganze, was wir jetzt machen, nennt man Entgittern. Das heißt, ich hebe hier einfach das Plastik weg und gucke ganz vorsichtig, dass es mir wirklich nur das nimmt, was ich nicht brauche. Nicht, dass es irgendwo einen Buchstaben mitlöst. So, das war schon mal der Zauber und jetzt hat es noch Zwischenräume. Ne? Der R hat hier noch so ein kleines. Dann hier auch noch. Der O hat noch so einen Kreis innen drinne. Und der Rest ist eigentlich wunderbar, so wie es sein soll. So, was wir jetzt machen, wir packen jetzt hier drauf eine Übertragungsfolie. Und jetzt nicht erschrecken, ich habe hier eine Riesenrolle, weil ich das auch öfters mache. Das ist, ich mache euch auch den Link dann dazu, das kaufe ich am selben Ort, wie ich auch die Folie kaufe. Und das ist das PT 130, was eine mittlere Klebekraft hat. Und da packe ich jetzt einfach das drauf mit der Schrift nach unten. Und schneide das aus. So, jetzt warum machen wir das? Wir wollen, dass diese Buchstaben, weil ich will ja dann nicht einzeln alles auf die Tasse übertragen, sondern das soll das Ganze auf die Tasse gehen. Und deshalb müssen diese Buchstaben jetzt an dieser Klebefolie haften bleiben. Und deshalb gehe ich hier mit einem Rakel drüber und drücke das fest an, damit es hier wirklich so auf dieser Übertragungsfolie kleben bleibt. Und dann hebe ich das an und hoffe, dass es drauf bleibt. Manchmal müsst ihr mit den Fingernägeln so ein bisschen nachhelfen. So, wunderbar. Die Folie brauchen wir nicht mehr. So, jetzt brauchen wir unsere Tasse. Die müsste natürlich sauber sein. Und ich mache da jeweils so eine Kleberolle drunter, damit es einigermaßen auf der richtigen Höhe ist. Weil was ich jetzt machen will, ist die hier drauf zu tragen. Und jetzt Achtung, ne, wenn ihr, bevor ihr drauf geht, da könnt ihr einmal drauf. Wenn das mal klebt, dann kriegt ihr es fast nicht wieder runter. Also wirklich hier zuerst gucken, damit ihr das gerade ausrichtet. Und dass ihr es wirklich da habt, wo ihr es haben wollt. Und erst dann runterfallen lassen. Und dann drücke ich das jeweils, also ich gehe hier von der Mitte weg und drücke das an die Tasse ran. Einfach so, dass keine Luftblasen entstehen. So, das ist eine. Das reicht jetzt natürlich nicht, also es muss jetzt wirklich richtig an der Tasse haften und da gehe ich jetzt zuerst mit dem Filzteil drüber und gebe hier wirklich gut Druck drauf, damit das hier ganz fest an der Tasse haftet. Und dann gehe ich auch noch mit der Plastikseite drüber. Und wenn das dann drauf ist, dann könnt ihr eine Ecke anheben. Dann mache ich das immer so, dass ich das so flach wegziehe.
Und wenn ihr irgendwo merkt, dass es mitlöst, dann müsst ihr nochmal das drauflegen und nochmal mit dem Rakel bearbeiten. Also das müsste jetzt wirklich auf der Tasse gut haften. So, wunderbar. Und das Ganze ist super auf der Tasse drauf. Natürlich spürt man den Schriftzug bei so einer Übertragung, weil es ist eine Folie, die drüber liegt. Aber ich finde es halt schön, man kann hier wirklich filigran arbeiten und Farbe nehmen, die einem gefällt. Man kann es da platzieren, wo es einem gefällt. Und ja, das war eigentlich das, was ich euch zeigen wollte, wie man diese Vinylfolie überträgt. Und eben, das geht nicht nur auf Porzellan, sondern das könnt ihr auch auf Glas machen oder andere Elemente, wo Plastikfolie quasi draufklebt. Jetzt wollte ich euch noch etwas anderes sagen, und zwar, es hat nicht jeder einen Plotter. Und da sagt er, da kann ich dann überhaupt nicht mit Vinylfolie arbeiten oder sowas machen. Das Thema ist, doch, könnt ihr. Wenn ihr zum Beispiel eine Big Shot habt, das Übertragen ist dann halt einfach ein bisschen anders. Ich habe hier zum Beispiel so Schriftzüge, wo ich hier ein Cutting Die habe, was Enjoy heißt. Und ich habe hier weiße Vinylfolie mit diesem Cutting Die durch die Big Shot gejagt. Das Thema ist halt einfach, ihr hattet vorhin gesehen, wenn ich es mit einem Plotter mache, dann bleibt alles auf dieser Folie quasi drauf und es schneidet nur die Vinylfolie. Beim Cutting Die ist es natürlich so, das schneidet alles. Ne? Das heißt, ihr müsst hier, wenn ich jetzt zum Beispiel den I, da muss ich wirklich aufpassen, dass ich den nachher noch habe, weil das schneidet komplett durch. Und das Ergebnis ist aber dann trotzdem akkurat. Also da habt ihr wirklich schöne Kanten auch. Also man könnte es rein theoretisch, wenn man keinen Plotter hat, könnte man das auch mit jeglichen Formen mit der Big Shot machen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und ihr habt Lust, das Ganze nachzubasteln. Die ganzen Materialien inklusive dieser Folie, die ich verwendet habe, die werde ich euch unten in die Links reinstellen. Und wenn ihr meinen Kanal bis jetzt noch nicht abonniert habt, dann tut das doch bitte, weil das hilft mir tatsächlich auch. Und wenn ihr keines meiner Videos verpassen wollt, dann klickt auch auf das kleine Glöckchen unten. Und ich hoffe, wir sehen uns in einem meiner nächsten Videos wieder. Bis bald!